Wer eignet sich für eine Bauchdeckenstraffung? Grundsätzlich sind Patienten, die wegen der Bauchdecke zu uns kommen und die dann gut operiert werden können, immer die einen Hautüberschuss am Bauch haben und meistens eben dann natürlich auch einen Fettüberschuss. Wie entsteht so ein Haut-Fettgewebsüberschuss? Gewichtsschwankungen, natürlich klar. Wenn man mal 110 Kilo gewogen hat und dann vielleicht 80 Kilo wiegt oder sowas, dann entsteht auch ein Hautüberschuss, den wir operieren müssen. Schwangerschaft, auch klar, weil der Bauch so extrem gedehnt wird und wenn das Kind dann zur Welt gekommen ist, natürlich diese Entlastung von der Haut nicht aufgefangen werden kann. Und dann natürlich Patientinnen, die über Jahre immer wieder kleinere Gewichtsschwankungen haben. Das macht auch ein Problem. Haut wird gedehnt, Haut wird entspannt. Haut wird gedehnt, Haut wird entspannt. Das funktioniert auf Dauer nicht. Irgendwas piept. Bei mir piept es wohl. Und dann ist eben die Bauchdeckenstraffung die Operation, die wir diesen Patienten anbieten können. Wie wird eine Bauchdeckenstraffung durchgeführt? Ja, bei der Bauchdeckenstraffung ist es ja so, man unterscheidet erstmal zwischen der reinen Fettabsaugung oder der Hautstraffung. Meistens sind es aber Kombinationen. Das heißt, es ist ganz selten der Fall, dass wir bei einer wirklichen Bauchschürze oder Fettschürze, das ist ein so unschöner Begriff, ja, aber man benutzt ihn halt so, Fettschürze, dass man sagt, man kommt mit der Fettabsaugung alleine klar. Das heißt, das ist das eine Extrem. Das andere Extrem, dass man nur die Haut straffen muss. In 99% der Fälle kombinieren wir das, saugen ab und modellieren dann den Hautüberschuss mit einer Straffung. Das heißt, es ist immer eine kombinierte Technik, so eine Bauchdeckenstraffung. Dazu kommt noch, dass auch die tieferen Schichten unter dem Bauchfett auch noch mit operiert werden müssen. Wo liegt der Unterschied zwischen einer großen und einer kleinen Bauchdeckenstraffung? Es gibt ja große und kleine Bauchdeckenstraffungen, wobei man sagen muss, also eine kleine Bauchdeckenstraffung, die gibt es so gesehen eigentlich gar nicht wirklich, weil wir bei der kleinen Bauchdeckenstraffung nur die Haut angreifen können, die unterhalb vom Bauchnabel ist. Und das ist ja ganz selten der Fall. Oft haben die im oberen Bereich, zeigen die Patienten auch einen Hautüberschuss. Aber die zum Beispiel nur im Bereich einer Kaiserschnittnarbe einen Haut- und Fettgewebsüberschuss haben, die können von der kleinen Bauchdeckenstraffung sehr profitieren. Da wird also nur der untere Bereich abgesaugt und gestrafft. Bei der großen Bauchdeckenstraffung gehen wir weiter hoch, lösen, also der Nabel bleibt an der Stelle, das ist ja wie so eine Seerose mit dem Untergrund verbunden, aber wir heben die gesamte Bauchdecke hoch, ziehen die über den Nabel, der bleibt runter, entfernen den Überschuss und pflanzen den Nabel neu ein. Das ist die große Bauchdeckenstraffung. Und dann gibt es noch bei ganz extremen Fällen oder wenn die Patienten eine sehr extreme Taillierung wünschen, die Möglichkeit, dass man den liegenden Schnitt, den horizontalen Schnitt, um einen hochlaufenden zum Bauchnabel erweitert, sodass man auch noch diese gürtelmäßige Straffung mit dazu nimmt. Dann hat man am Ende einen T-Schnitt. Also eigentlich sind es 3 verschiedene Techniken, die wir haben, je nach Ausprägung und je nach Befund. Kann man eine Bauchdeckenstraffung auch mit einer Fettabsaugung kombinieren? Die Bauchdeckenstraffung wird eigentlich beinahe immer mit der Fettabsaugung kombiniert, weil wir ganz wenige Befunde haben, wo wir sagen, das ist ein reiner Hautüberschuss, da reicht es, den wegzunehmen, sondern es finden sich meistens immer noch Fettpolster. Jetzt können wir aber natürlich sagen, wir haben hier ein bisschen Fettpolster, haben aber einen Hautüberschuss, aber was ist denn zum Beispiel mein Oberschenkel? Kann man die nicht direkt mitmachen oder meine Oberarme, also per Absaugung? Das geht natürlich schon. Man kann ja diese Kombination gut machen, Bauchdeckenstraffung und beispielsweise Hüfte, Flanken oder auch Po, Oberschenkel oder sonst welche Region noch zusätzlich mit absaugen. Das macht der Körper gut mit, lässt sich wunderbar kombinieren. Wie lange dauert die Erholungsphase nach einer Bauchdeckenstraffung? Je nachdem, ob wir eine kleine oder größere Technik wählen, muss man in jedem Falle damit rechnen, dass man eine Woche out of order ist. Also da muss man auch Hilfe haben, wenn man Kinder hat oder wenn man eben Einkäufe die Treppe hochtragen muss, Haustiere, sonst was. Also da braucht man irgendwie Hilfe. Auch allein die Fahrerei in die Klinik und zurück, da muss man also sich irgendwie Assistenz suchen. Der normale Bürojob, nehmen wir das mal als Beispiel, der ist sicher nach einer Woche 2 spätestens auf jeden Fall möglich. Arbeitet man körperlich, also beispielsweise im Service oder so, dann würde ich mir beinahe eine 3. Woche dranhängen. Das ist nicht ganz unwichtig, weil man einfach von der Bewegung am Anfang eingeschränkt ist. Auch bitte bedenken, 6 Wochen Kompressionsware, das ist ja auch nicht jedermanns Sache, beispielsweise im Sommer, das muss alles mit eingeplant werden. Deshalb ist hier, die Planung ist der wichtigste Schritt. Wie hoch sind die Kosten für eine Bauchdeckenstraffung? Kosten einer Abdominoplastik hängen ein bisschen davon ab, welche Technik wir wählen. Ich sag mal, das fängt so an bei 4.500 € und endet dann so etwa bei 10.000, 12.000 €. Das ist eine relativ große Spanne, aber es ist auch ein sehr unterschiedlicher Aufwand. Manchmal müssen wir die Patienten drehen, manchmal müssen wir nur den Hautüberschuss entfernen, manchmal müssen wir komplexe dreidimensionale Fettabsaugung mitmachen. Geht nicht anders, als dass man entweder Fotos uns schickt. Das geht übrigens auch, einfach mal Fotos per Mail schicken, dann mache ich schon mal eine ungefähre Aussage. Am Ende des Tages muss man sich mal treffen und alles gemeinsam besprechen.
Wenn ihr also auch unter einem Fettgewebsüberschuss oder einem Hautüberschuss am Bauch leidet und euch fragt, kann man das Ganze mit einer Bauchdeckenstraffung beheben, dann scheut euch nicht, uns zu kontaktieren. Unsere Kontaktdaten findet ihr in den Shownotes unter diesem Video. Ich freue mich, von euch zu hören. Ciao, euer Timo Spanholz.